Hi, mein Name ist Thomas Foster. Gestern ist es endlich passiert. Tim Cook hat auf der Apple Keynote den neuen Mac Pro 2019 vorgestellt. Mit einem Prozessor von bis zu 28 Kernen, Arbeitsspeicher von 1,5 Terabyte. Hallo, wir reden von Arbeitsspeicher. Ich weiß noch, wie ich mich über 1 Gigabyte Arbeitsspeicher gefreut habe. Damals kannte ich das Wort Terabyte noch gar nicht. Aber was heißt das für uns in der Musikproduktion? Was wird der tatsächlich können? Und ab wann können wir ihn haben? Dazu habe ich den CEO Mike Hofer der Firma SMM befragt. SMM berät die größten Musikstudios in Deutschland seit fast 30 Jahren. Die kennen sich wirklich toll aus. In diesem Interview erfahrt ihr alles, was ihr über diese neue Zaubermusikmaschine wissen solltet. Viel Spaß! Lieber Mike, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Echt super. Mit SMM habt ihr ja schon für uns gearbeitet. Ich glaube, also 96 sind wir umgezogen. Also vor 25 Jahren habt ihr schon unseren Mac supported. Damals wart ihr wahrscheinlich noch ein kleineres Team, oder? Wie groß wart ihr damals? Ja, da waren wir noch relativ überschaubar. Ich glaube, da waren wir 3, 4 Leute. Aber damals ja Pro Tools schon am Start. War ganz witzig. Ich kann mich gut an die Zeit erinnern auch. Das waren einige Nächte, die wir da auch verbracht haben, nicht nur die Tage. Da waren technische Herausforderungen, vor die uns damals DigiDesign gestellt hat mit Pro Tools. Und Apple noch ganz am Anfang, den 2X war der erste, den wir hatten. Ja, und jetzt haben wir alle gestern gespannt vor dem Fernseher gesessen und vor dem Stream gesessen und geschaut, was kommt da Neues auf uns zu. Wie war das für dich? Wie war das Empfinden? Bist du zufrieden mit dem Resultat? Absolut. Also ich war natürlich mindestens genauso gespannt. Im Gegenteil, also bei mir kumuliert sich die Spannung ja noch. Wir haben die letzten 6 Jahre gehadert. Viele Kunden haben angefragt, sollen wir auf den Schwarze, auf den Ohren, auf die 6.1er Mac Pro gehen oder nicht. Die haben eigentlich abgeraten, wenn es nicht unbedingt sein muss, behaltet den 5.1er, ist eine gute Maschine. Wir haben den getuned, optimiert, Prozessor-Upgrades gemacht. Und mit diesen Empfehlungen ich sag mal, im Genick saß ich gestern dann vor dem Bildschirm und habe geguckt, okay, was kommt jetzt? Und lass es bitte gut sein, lass es bitte PCI-Slots haben. Ging mir genauso, ja. Und ich habe geschwitzt und es war am Ende, ich muss ehrlich sagen, besser als erwartet. Ich wäre ja schon mit 3 PCI-Slots zufrieden gewesen. 8 PCI-Slots, 12 RAM-Slots und auch das, was sie sonst so an Modularität gebracht haben. Ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, ein großes Thank you nach Cupertino. Sie haben nochmal ohne Steve Jobs was Gutes hingebracht, wunderbar. Die ganze Branche hat gezweifelt. Wir diskutieren seit Jahren mit Anwendern, jeden Tag. Geht Apple jetzt einen ganz anderen Weg? Unterstützen sie uns als Profis überhaupt noch? Sind wir überhaupt noch wichtig und relevant für Apple? Die machen doch alles nur mit iTunes und mit den Downloads und mit den iPhones. Nein, es ist nicht so. Die Profis sind wichtig für Apple und ich denke mal, das ist ein klares Statement, was wir gestern gesehen haben. Spitze, ja, das freut mich auch sehr. Jetzt ist ja so, viele Windows-User, die ich kennengelernt habe, bei denen stelle ich immer fest, das Letzte, was zählt bei einem Rechner, ist das Design. Mac-User sehen das meistens ein bisschen anders, denen ist das Design sehr wichtig. Der letzte Mac Pro wurde ja gerne als Mistkübel verschrien, der neue hat jetzt schon die Käsereibe aufs Auge gedrückt bekommen. Wie empfindest du das Design vom neuen Rechner? Findest du, er schaut cool aus, er schaut stylisch aus oder nicht? So, was denkst du? Ich bin mal ganz ehrlich, das ist mir völlig egal. Du bist user Ich bin aber, also ich muss offen sagen, ich stehe also auf ein gutes Design. Das ist mir wichtig, weil, also wenn du bei mir in die Wohnung kommst oder egal wie ich mich halt anziehe, was für ein Auto ich fahre, alles muss ein bisschen schick sein. Das darf einfach nicht irgendwie so egal aussehen. Aber der Mac ist für mich erstmal in allererster Linie ein Werkzeug. Und nachdem ich jetzt jahrelang gelitten habe unter diesem schönen Werkzeug, welches wirklich große Schwierigkeiten gemacht hat im technischen Alltag. Wir haben etliches an Adaptern gebraucht. PCI Expansion Chassis. Also glaub mir, das Design ist jetzt momentan das allerletzte, woran ich gedacht habe, wenn ich an einen neuen Mac Pro dachte. Das hat vielleicht auch damit zu tun, eben, dass wir eben unter diesem Design gelitten haben die letzten Jahre. Jetzt ist es besser. Wie gesagt, ganz ehrlich, es ist mir wurscht, buchstäblich. Ja. Es ist im Gegenteil. Die Funktion ist im Vordergrund. Ich meine, wirklich so richtig proportioniert schaut er nicht aus. Er hat so dürre Hakenfüße unten und ich finde, dass die Füße sind nicht gut proportioniert zum Gehäuse an sich. Aber nochmal, das ist auf hohem Niveau und ich glaube, das ist auch für unsere Anwender überhaupt nicht mehr relevant. Die wollen eine Maschine, eine richtige modulare Maschine, mit der sie was auf die Beine stellen können. Ja, das ist richtig. Mir hat ja extrem nett auch gefallen die Rollen, wo man den spontan dann mal irgendwo anders hinrollen kann. Das ist ja
auch neu. Aber kommen wir mal weg vom Design. Was ist denn für dich auf den Punkt gebracht? Was macht den neuen Rechner aus? Also ganz klar auf den Punkt gebracht ist es die Modularität, die Möglichkeit, PCI-Karten in dem Rechner einzubauen, ihn mit Arbeitsspeicher frei zu bestücken. 12 Slots Arbeitsspeicher ist hervorragend. Das ist genau, was ich mir gewünscht habe. Bis zu 1,5 Terabyte RAM habe ich mir aufgeschrieben. Terabyte Arbeitsspeicher. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß noch, wie ich irgendwann mal mitgekriegt habe, dass ein Freund von mir 1 Gigabyte Arbeitsspeicher hatte. Das war für mich, ja jetzt drehen es endgültig durch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist 1 Gigabyte. 1 Terabyte, das sind ja 1000 Gigabyte, richtig? 91 hat ein Megabyte für ein Mac 2 FX oder 92 war es, irgendwie Anfang der 90er auf jeden Fall, kann auch 93 gewesen sein. 1 Megabyte, nicht Giga und nicht Terra, 1 Megabyte 1000 Mark gekostet. Wir wollen uns nicht ausrechnen, was das jetzt kosten würde. Also ich glaube, der Arbeitsspeicher ist auch für einige vielleicht interessant, die tatsächlich mit Virtual Instruments arbeiten. Ich glaube, sehr, sehr viel interessanter ist natürlich auch die Grafikleistung. Ich weiß, wir machen alle nicht, wir sind jetzt im Musikbereich, sind wir jetzt nicht so grafikhungrig, aber wie wir gesehen haben in letzter Zeit, gerade mit den Plugins, die da kommen, mit den Virtual Instruments, da ist schon ab und zu mal wirklich auch eng geworden. Gerade wenn man dann 3, 4 Bildschirme hat, wir haben ja mittlerweile wirklich auch Anwendungen, wo sehr viele Bildschirme zum Einsatz kommen, ein Video dazu abgespielt wird, da war es schon knapp und ich bin echt gespannt, wie sich das eben entsprechend dann auch positiv bemerkbar macht. Ich bin sehr optimistisch, zumal wir ja auf der Developer Conference, und das ist etwas, was völlig neu ist, das erste Mal tatsächlich auch so einen richtigen Pro-Audio-Fokus hatten. Also auf der Apple Worldwide Developer Conference hatten wir tatsächlich ein Pro Tools HDX-System, ein HDX6-System am Start mit einer Avid S6-Konsole. Das ist sensationell. So etwas gab es bei Apple noch nie und das zeigt aber auch, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Apple und Avid ist. Wie eng das lief, die müssen ja, Avid muss im Vorfeld eine Maschine gehabt haben, logischerweise, oder Apple Karten und ich bin mir sicher, Apple hat das nicht selber installiert, da war Avid schon mit im Boot. Aber das zeigte auch dieses Commitment eben zu dieser Medienbranche. Und nochmal, wenn du mich fragst, was bringt's auf den Punkt? Auf den Punkt bringt's für mich die Möglichkeit, dass ich, wie gesagt, ohne ein Expansion-Chassis, welches wirklich Pain in the Ass war, das war fürchterlich, ohne ein Expansion-Chassis, weder das alte noch das neuere Thunderbolt Expansion Chassis lief wirklich reibungslos von Anfang an. Man kann 8 Karten reinstecken, das heißt, jeder hat die Wahl, ich kann mir eine Videokarte reinstecken, eine zusätzliche I/O-Karte oder eine HDX-Karte, egal was ich brauche. Ich glaube, das ist das Allerentscheidendste. Und darüber hinaus, dass er vom Preis nicht ganz so weit oben rausgeschossen ist. Ich weiß, für den einen oder anderen, das sind $5.000 oder $6.000, €5.000 viel Geld, das ist mir auch klar. Aber ganz ehrlich, ich hatte schon Befürchtungen. Ich dachte schon, wir liegen, wenn ich den letzten iMac Pro gesehen habe, dachte ich schon, keine Ahnung, Einstiegsmodell 10.000. Ich kann mir alles vorstellen bei Apple. Und jetzt liegen wir knapp bei der Hälfte irgendwie so. Bin ich echt erleichtert ein bisschen. Klar, das ist nur der 8-Core dann mit 256 Gig Flash Drive und mit 32 Gig RAM. Aber immerhin ist es ein Einstiegsmodell, mit dem man leben kann. Ich glaube, die großen Grafikkarten, die da drin sind, werden wenige brauchen. Es ist sehr, sehr technisch geworden. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so rausgelesen hast. Ich muss mich also auch wirklich informieren. Apple ist in der Kommunikation nicht immer ganz so präzise, um es mal so zu sagen. Die Deutschen sind da schon mit der deutschen Sprache auch präziser. Also es gibt jetzt eine Standard-Grafikkarte, mit der kommen wahrscheinlich alle, ich sag mal, Musikanwender aus. Die treibt ja schon, ich glaube, bis zu 6 Bildschirme. Das ist also völlig ausreichend. Dann gibt es natürlich diese, ich sag mal, relativ hochperformanten Grafikkarten, die funktionieren oder sind implementiert in ein sogenanntes neues MPX-Modul. Das ist quasi eine Kombination aus Thunderbolt und Grafikkarte, wird dann reingesteckt, also hat einen PCI und einen Thunderbolt-Anschluss intern im Rechner und stellt dann Thunderbolt-Ports und Display-Ports eben nach außen, also Bildschirmanschlüsse nach außen zur Verfügung. Ich glaube, das kommt bei unseren Anwendungen weniger zum Tragen, weil so grafikhungrig sind unsere Anwendungen in der Regel nicht. Wertvoller sind für die meisten Anwender im Musikstudio, im Poststudio sind natürlich die PCI-Slots, weil dort eben HDX-Karten drin sind. Ja. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben sogar, ich sag mal, Musikstudios, Werbestudios, die schon 2 HDX-Karten drin haben. Es gibt im Filmpostbereich große Filmproduktionen, die wirklich 3 Pro Tools HDX3-Systeme zusammen
gekoppelt haben, um überhaupt die Spurenanzahl 2000, 2500 Tracks überhaupt an den Start zu kriegen. Sowas ist bei einem Film heute, bei einem Blockbuster, Dolby Atmos lässt grüßen, durchaus gängig. Ja. Und entsprechend freuen sich natürlich alle über die Spuranzahl von über 1500 Tracks in einem Rechner, ohne Chassis, ohne Schnickschnack. Jetzt hast du schon ziemlich viel erwähnt. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Für mich als Musiker, ich komme ja mehr vom Musikmachen. Und da hat sich das Thema mit der Spurenanzahl eigentlich bei 100 Spuren war das Thema eigentlich erledigt. Ja, ich verstehe im Film, dass das in ganz andere Dimensionen noch gehen kann. Aber wenn man jetzt Musik produziert, ist man mit 100 Spuren eigentlich meistens schon sehr glücklich aufgestellt. Und viel spannender ist das Thema, wie viel Plugins kann ich denn machen? Ich sage mal Keyscape, Omnisphere, die brauchen extrem viel Speicher. Die ganzen neuen Plugins sind extrem ressourcenauslastend. Und da war ich mir heute Mittag schon im Gespräch mit dem Robert, meinem Partner, nicht ganz sicher. Was ist denn überhaupt ausschlaggebend für das, wie viele Plugins kann ich gleichzeitig offen haben? Jetzt muss man natürlich unterscheiden zwischen Plugins, die mehr als Sampler fungieren, also Audio-Samples abspielen, und Synthesizer-Samples, die mehr rechnen. Bleiben wir mal mehr bei Synthesizer. Ist es der Arbeitsspeicher, der darüber entscheidet, wie viel ich aufmachen kann? Ist es der Prozessor oder ist es beides? Also ich glaube, der Arbeitsspeicher ist bei synthetisch erzeugten Klängen nicht mehr so relevant. Das ist ganz anders bei Sample Libraries. Wenn du eine Sample Library hast, brauchst du sehr viel, ich sag mal, Samples, die auch im Arbeitsspeicher vorgehalten werden. Da spielt der Arbeitsspeicher eine Rolle. Übrigens nicht nur die Dimensionierung vom Arbeitsspeicher, sondern auch die Geschwindigkeit. Also es macht wirklich auch Sinn. Wir merken das bei den älteren Rechnern, haben wir das schon gemerkt. Wenn du auf einen schnelleren Arbeitsspeicher 1066 auf 1333 gegangen bist, der jetzige ist ja doppelt so schnell und noch schneller, ja. Merkst du das deutlich. Das merkst du an der Performance, wenn du die Samples lädst, wenn du die Samples spielst. Also da macht natürlich auch die Größe des Arbeitsspeichers tatsächlich was aus, ganz klar. Bei synthetisch erzeugten Klängen weniger. Da macht es wahrscheinlich auch wirklich die CPU-Power. Und da haben wir ja mit, ich glaube, 56 Kernen, oder? 28 Kerne sind's? Ja. Also der Prozessor hat bis zu 28 Kerne. Aber du kannst mir vielleicht erklären, was das bedeutet. Wie viel kann ich pro Kern machen und auf was komme ich dann? Ich kann pro Kern... Also grundsätzlich muss die Applikation diese Multicore auch unterstützen. Das ist natürlich bei den meisten Applikationen heute schon gegeben. Ganz wichtig nochmal zur Unterscheidung, das ist eine Single-Prozessor-Maschine. Das heißt, wir hatten ja früher Multiprozessor-Maschinen, also mehrere Prozessoren mit mehreren Kernen wurden stellten die quasi eine Leistung zur Verfügung. Und das Betriebssystem von Apple ist ja auch multiprozessorfähig. Das, was wir jetzt sehen an diesen neuen Rechnern, ist ein Single-Prozessor-Rechner. Das war der Vorgänger der 6.1er Mac Pro auch schon. Also, und dann kommt es auf die Kerne an. Und klar ist, wenn die Software, wenn die Applikation und das Plugin, also entsprechend Multithreading und Kerne unterstützt, dann hast du, oder mehrere Kerne unterstützt, dann hast du auch immer mehr Leistung. Das gleiche ist identisch wie bei den Prozessoren. Je besser die Implementierung ist, desto mehr Leistung kannst du rausziehen. Früher war es auch so, es gab Plugins oder Software-Applikationen, die haben Multiprozessor unterstützt, andere haben es nicht unterstützt und hatten entsprechend weniger Leistung. Ich glaube, dass wir mit der Maschine, die wir hier sehen, einen Quantensprung machen. Das sind also, ich rechne mit locker einer Verdoppelung und Vermehrfachung der Leistung, gerade was das betrifft. Da ist natürlich auch immer wieder die Frage nach dem Preis. Grundsätzlich kann man sagen, je länger man so eine Maschine haben möchte, desto schneller und desto größer sollte man sie von Anfang an dimensionieren. Ich habe jetzt ein bisschen verstanden, eins der Features ist, dass ich so unglaublich flexibel und schnell nachrüsten und umrüsten kann. Ist das wirklich so? Und wenn ja, warum muss man dann von Anfang so hoch ins Rennen gehen und kann nicht das dann machen, wenn man es braucht? Bei den Prozessoren ist es nicht mehr so einfach. Okay. Da ist es teuer zum einen und zum anderen, wie gesagt, auch gar nicht immer möglich, weil die Prozessoren am freien Markt oftmals auch gar nicht verfügbar sind. Also da sollte man jetzt gerade die modernsten Prozessoren, wenn du einen 5.1er Mac Pro nachrüsten möchtest, das geht für ein paar hundert Euro, kann man heute schon auf einen 12-Core 3,46 GHz hochrüsten. Aber wenn es jetzt wirklich um die neuen Prozessoren geht, die sind am Markt so einfach nicht erhältlich und entsprechend sollte man sich am Anfang da wirklich gute Gedanken machen, wie viel nehme ich wirklich rein. Wenn ich das gesehen habe, sind die Flashdrives, ich sage mal modular, also auch einsteckbar, das heißt, da kann man nachrüsten. Das finde ich gut, nicht mehr aufgelötet.
Ich hoffe, das bewahrheitet sich, was ich da jetzt so aus den Grafiken gesehen habe und aus den Berichten gelesen habe. Das wäre super. Aber bei dem Prozessor würde ich tatsächlich sagen, der echte Profi sollte schon nach dem Maximum greifen, was er sich im Verhältnis leisten kann. Auch wichtig an dieser Stelle, immer nochmal nachdenken. Alle Prozesse benötigen, ich sage mal, eine bestimmte Art von CPU-Last, erzeugen eine CPU-Last und brauchen CPU-Leistung. Das bedeutet auch, Bildschirmdarstellungen etc. sind vielfach doch ausgelagert oder Teil auf der CPU. Also ein gutes Beispiel war immer, wenn ich früher, das zeigt auch immer, wie es in die Zukunft geht. Wir hatten vielfach Kunden, die haben ein natives System gekauft, haben mit ihrem Rechner nativ gearbeitet und mussten dann relativ früh, sage ich jetzt einfach mal, in den nächsten Sprung gehen. Also den nächsten Rechner kaufen, mehr Power, weil die CPU einfach die war nicht langsamer, die wird dann nicht langsamer. Aber das Betriebssystem, was dahinter läuft, wird halt einfach mehr demanding. Es braucht mehr Ressourcen. Das heißt, es zieht den Audioapplikationen mehr Ressourcen ab. Dann kommt eine neue Grafik, dann kommen neue Plugins und die Leistung wird ja nicht weniger, aber die werden immer leistungshungriger, so wie du es gerade auch gesagt hast. Und diejenigen, die dann, ich sag mal, zum Beispiel abgekoppelt hatten durch eine HDX-Karte ihr Audio-Tracking, also wenn es gerade um Spuren ging oder um DSP-Plugins, die haben, muss man echt mal sagen, zum Teil den Rechner heute noch. Und haben einfach gesagt, nee, wir haben ein bisschen ein Prozessor-Upgrade gemacht, aber eigentlich haben wir eben die Audio-Last und die Plugin-Last sehr stark auf die DSP-Karten verlagert. Und wenn du so die sogenannte Total Cost of Ownership-Kalkulation, Berechnung machst, sind die nicht schlechter gefahren als mit einem nativen System, wo du dann einfach früher einen zweiten Rechner kaufen musst. Also genau sagen, wie sich das verhält, das können wir jetzt noch nicht. Wir sehen die theoretischen Daten, wir müssen gucken, wie sich das dann wirklich in der Realität auch darstellt. Erinnere dich dran, wie es beim Mac Pro 6.1 und 5.1 war. Wir waren sehr erstaunt, als wir den Mac Pro 5.1 mit 12 Core-Prozessoren aufgerüstet haben. Waren wir sehr, sehr erstaunt zu sehen, dass der nahezu ebenbürtig war, dem Mac Pro 6.1. Also das müssen wir wirklich in der Realität dann auch wirklich austarieren. Das lässt sich anhand vom Papier nicht ableiten. Auch andere auch Faktoren spielen hier immer so eine Rolle. Wie gesagt, um das nicht zu technisch zu machen, aber beispielsweise Wärme. Wärme, wenn ein Rechner zu warm wird, das sehen wir oft bei Usern, die einen Mac Mini oder ein iMac haben, ja, oder ein MacBook. Wenn der warm wird, was macht der Rechner? Der taktet sich runter. Das kriegst du natürlich als User gar nicht mit. Du wunderst dich nur, warum alles so langsam läuft. Schön zu sehen, wenn man einen Render-Job hat. Man schmeißt einen Render-Job an, der macht irgendwie, keine Ahnung, der rendert Video-Files, braucht für das erste File eine Minute und kommst am anderen Tag ins Studio zurück. Er ist immer noch nicht fertig und braucht für ein File 10 Minuten. Ja? Dann ist einfach der Prozessortakt runtergetaktet, alle Lüfter laufen auf Hochtouren. Also das sind auch Faktoren, die leider in den Tests, übrigens auch in den Magazintests, habe ich mich schon bitter beschwert, auch niemals berücksichtigt werden. Die lassen meistens 1, 2 Tests durchlaufen, da mal ein Rendering und dort mal ein Rendering. Und dann gucken die, stoppen die Zeit und sagen, super, klasse. Ich sage immer, lasst mal eine Nacht laufen. Ja, interessant. Du hast aber noch ein interessantes Thema angesprochen. In der Musikproduktion, manche Leute haben einen Maschinenraum. Mit dem letzten Mac Pro war das ja oft gar nicht mehr notwendig. Mittlerweile habe ich so viele Studios gesehen, die den Mac Pro im Raum, auf dem Mischpult oder irgendwo seitlich stehen haben. Weiß man, wie sich das bei dem neuen Mac Pro 2019 verhält? Wird das da auch so sein, dass man den im Raum stehen haben kann? Wird der genauso leise sein oder kann das anders sein? Also man muss dazu sagen, der Mac Pro 6.1 stand nur dann im Studio, wenn kein Expansion-Chassis dabei war. In dem Moment, wo ich eben ein Erweiterungschassis für PCI-Karten gebraucht habe, das war sehr laut. Ja. Muss man ganz klar sagen, also da haben viele ihr Wunder erlebt, wo sie dachten, oh, der ist schön leise. Aber ich denke mal, die Lautstärke kommt ja zum einen auch von den Lüftern auf den Karten, die eingebaut sind. Das kommt auch wieder darauf an, wie viele Karten habe ich in dem neuen Mac Pro 2019 dann drin. Die Karten haben auch eine Lärmemission. Grundsätzlich, wenn es ein klimatisiertes Studio ist und ich auch eine gute Luftzirkulation habe und die Karten eben nicht, das im Gehäuse, also im Rechner, die Temperatur nicht zu hoch wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Rechner auch im Studio wieder Platz findet. Ja, okay. Absolut. Schön. Hat auch für den 5.1er Mac Pro gut geklappt. Denkt immer dran, es gibt so eine Faustformel, doppelte Temperatur, halbe Lebenszeit. Das ist die Faustformel für alles, was Elektronik betrifft. Je kühler, desto länger lebt ein Gerät. Das gilt für Lautsprecher mit Elektronik genauso wie für Rechner. Du glaubst es nicht, wie viel mehr Support-Anrufe wir bei SMM
bekommen, wenn draußen das Wetter schön wird und die Temperatur nach oben geht. Okay. Was ist die Idealtemperatur für so einen Rechner? Also es gibt für jeden Rechner natürlich eine Temperaturrange, in der er läuft, aber die Idealtemperatur, würde ich sagen, ist eine Zimmertemperatur, so wie sie für das Arbeiten normal auch angenehm ist, bis zu 25 Grad. Ja. Alles, was über 30 Grad rausgeht, halte ich schon für kritisch, weil wir müssen immer berechnen, wie heiß wird es dann in der Maschine. Und wie gesagt, wir sehen es einfach daran, wenn draußen die Temperaturen gerade über einen längeren Zeitraum so an der 30 Grad Marke kratzen, dann kriegen wir vermehrt Anrufe und diese Fehlerhäufigkeit, also ob ein Rechner einfach nicht mehr geht oder ein Netzwerk nicht mehr funktioniert oder sowas, sind sehr häufig auf Temperatur zurückzuführen. Mike, kommen wir zu der Frage, die für alle wahrscheinlich, wo alle schon drauf brennen. Ja, was kostet denn das Zeugs jetzt? Ja? Wir haben gehört, es geht bei 6.000 € los, aber das ist wahrscheinlich nicht die Version, wo es sich überhaupt lohnt, so eine große Maschine zu kaufen, weil da kann man wahrscheinlich auch ein MacBook nehmen, oder ein MacBook wahrscheinlich nicht, aber ein iMac kann man wahrscheinlich auch nehmen. Wenn man das ein bisschen, reden wir mal nicht von Pro Tools, sondern jemand hat Logic oder Ableton und will einfach super arbeiten, will ein bisschen spüren, dass er jetzt einen schnelleren Rechner hat, einen sinnvollen Arbeitsspeicher dazu. Wo kommt man denn da ungefähr hin? Also ich habe heute Morgen schon versucht, wir haben sofort natürlich die Drähte heiß klingeln lassen und das kostet so einen Arbeitsspeicher. Und da haben wir erstmal angefangen, das kostet so ein 32er Riegel und da waren wir schon ganz schön geschluckt. Also da liegt dann schon bei 350 €. Gut, es ist ja auch ein Hightech-Produkt momentan. Ich will ja gar nicht wissen, also wir haben jetzt momentan in der Distribution noch nicht mal rausfinden können, was so ein 128 Gigabyte DDR4-DIMM kostet. Also wir haben alle gesagt, wissen wir nicht, haben wir noch nie gesehen. Also Apple ist da wieder ganz an der Kante, ganz weit vorne, aber wenn ich dir jetzt sage, so eine Hausnummer in den Raum geworfen, 32, naja, wenn du sagst, ich hau da 6 Stück von rein, dann kannst du dir vorstellen, wo wir preislich liegen. Da sind wir bei 2.000 € allein für den Arbeitsspeicher. Gut, dann bist du aber natürlich auch schon bei 192 Gigabyte RAM, was jetzt schon mal sportlich ist. Ich denke, ja, es wird wie beim 6.1er Mac Pro auch in die Richtung 10.000 sicherlich gehen, wenn ich eine gut ausgestattete Maschine habe. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu verstehen, das ist nicht für den Hobbyisten, da bin ich mir sicher. Aber ich bitte, das ist wirklich die Musiker, die Tonstudiobetreiber auch mal dran denken, das ist kein Spielzeug, das ist echt eine technische Anlage. Das ist etwas, das am Ende des Tages Content produzieren muss. Ich muss kreativ sein, ich muss komponieren oder ich muss Content erstellen und am Ende des Tages muss mir das möglichst effizient gelingen. Viele sehen so einen Rechner im Studio immer noch so ein bisschen als Spielzeug. Das sehe ich, wie gesagt, einfach ein bisschen anders. Das ist ein Werkzeug, das ist kein Spielzeug. Spielzeug ist es zu Hause, im Studio ist das Gleiche, auch wenn es gleich aussieht, auch wenn das gleiche Betriebssystem drauf ist. Aber im Studio ist das ein Werkzeug. Und ein Werkzeug muss funktionieren in erster Linie. Es muss meinen Bedürfnissen gerecht werden. Und das kostet einfach auch mehr Geld. Übrigens, ich sage mal explizit, man schraubt auch an einem Werkzeug nicht jeden Tag rum. Auch das sage ich immer wieder. Menschen, die mitten in der Produktion ein Betriebssystem updaten oder in der Software ändern. Zu Hause ist das okay. In einem Spielzeug never run a working system, right? Never change a running system. Never change heißt das schon natürlich. Aber jetzt stellt sich mir noch eine Frage. Ich meine, das mit dem Preis ist ja kein Problem. Ich schreibe halt noch schnell an Hit und dann rufe ich euch gleich an. Und wie schnell ist denn das Ding verfügbar? Weiß man dazu irgendetwas? Also, es hieß von Apple, es hieß Herbst. Ich nehme jetzt mal an, die meinen damit Herbst 2019. Und ich denke mal, klar, die sind letztes Mal beim 6.1er war es wirklich knirsch. Da haben die erste Maschine, sie haben es angekündigt für Ende Dezember. Und haben tatsächlich am 31. die ersten 4 Maschinen ausgeliefert. Ich glaube, so läuft es dieses Mal nicht. Dieses Mal sind sie gut in der Zeit. Sie zeigen eine funktionierende Maschine mit HDX-Karten drin, mit einer S6 dran. Das Ding läuft. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir den im Oktober sehen werden. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich auch, dass wir den im Gegensatz zum letzten Mal auch mit guten Stückzahlen bereits liefern können im Oktober. Ich hoffe, dass wir im Vorfeld auch schon Preise kriegen, damit man mit dem einen oder anderen die Kalkulation, die Konzeption auch durchgehen kann. Das hängt ja auch immer ein bisschen mit daran, was möchte ich wirklich anschließen. Und aber ich denke mal, im Oktober werden die ersten ausgeliefert. Zum Jahresende wird der ein oder andere so einen kleinen Rechner, klein ist er gar nicht, 53 Zentimeter hoch, Abmessung 53 auf 43 auf 20. Ich
fast so wie der alte, oder? Müsste ich mal nachmessen. Ja. Ich glaube, zu Weihnachten hat der eine oder andere schon einen unter Baum. Schön, das wäre wunderbar. Meinen Tesla Model 3 habe ich mir am ersten Tag, wo man den in Salzburg bestellen konnte, bestellt. Und schon 2,5 Jahre später habe ich ihn jetzt bekommen. Ich hoffe, dass das hier besser wird. Du klingst sehr zuversichtlich, das freut mich. Lieber Mike, vielen lieben Dank. Das war super spannend, sehr informativ. Dankeschön. Mein Name ist Thomas Foster und wenn ihr dieses Video seht, seid ihr wahrscheinlich auf meinem YouTube- oder Facebook-Channel Thomas Foster Musikproduktion, wo sich alles um das Thema Musikproduktion dreht. Das gibt es auf Facebook nicht nur als Seite, sondern auch als Gruppe, nämlich Thomas Foster Musikproduktion German Group. In dieser Gruppe könnt ihr mit mir diskutieren oder Fragen stellen zu allen Themen, die mit Musikproduktion zu tun haben. Wenn ihr gerne mal Feedback für euren Song haben wollt, dann empfehle ich euch die Gruppe Get Feedback for Your Song. Da könnt ihr eure fertigen oder auch unfertigen Produktionen posten, Fragen dazu stellen und jeder in der Gruppe ist aufgefordert, euch Feedback zu geben. Und wenn ihr sagt, Ableton Live und Musikproduktion, das ist so ein spannendes Thema, da würde ich gerne noch viel tiefer eintauchen, dann schaut euch doch mal meinen Online-Kurs, der Ohrwurmproduzent, an. Da tauchen wir nämlich so richtig tief in das Thema Musikproduktion, aber auch Ableton Live ein. Alle Links dazu findet ihr wie immer natürlich in der Beschreibung dieses Videos. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob euch dieses Tutorial geholfen hat. An der Stelle sage ich danke fürs Dabeisein, immer schön kreativ bleiben. Cheers!